Hallo zusammen, schön sind ihr wieder dabei. Heute nehmen wir mit zu den Glasshouse Mountains und in australischen Zoo. Losgewandert bin ich beim Bahnhof Glasshouse Mountain und anschliessend musste ich ein Stückchen der Straße entlang laufen bis zum Parkplatz vom Berg Gungun. Bei dem Berg, dem Park angekommen, bin ich dann in den Berg, eigentlich eher ein Hügel, bis oben da relativ felsig ist, hochgelaufen. Es waren 200–250 Höhenmeter darauf ungefähr. Sehr schöne Wanderung. Es war häufig so ein bisschen treppenartig, wie man es jetzt hier sieht. Sehr ein gut gemachter Weg. Und ist grösstenteils durch den Wald durchgegangen, der Aufstieg. Zuoberst oben hat man dann einen guten Rundumblick gehabt auf die anderen Berge von dem Nationalpark und auch aufs Meer raus. Und ganz in der Ferne hat man ein bisschen Brisbane gesehen, was wahrscheinlich nicht gut gesehen wird auf dem Video. Es war sehr schön, der Ausblick. Und zuoberst oben ist mir so ein bisschen vorgekommen auf dem Berg, weil es so felsig war. Wenn man es hier ansieht. An der Stelle konnte man abstürzen, wenn man nicht aufpasst. Aber sonst war es überhaupt nicht gefährlich. Sehr schöne Wanderung. Die ganze Wanderung vom Bahnhof hoch und dann wieder ab ist ungefähr 2 Stunden gegangen. Also nicht mega lang. Das war der Vorteil, so hatte ich nachher noch gut Zeit gehabt, um noch in Australian Zoo zu gehen, wo ganz in der Nähe ist. Ich musste eine Station mit dem Zug fahren und nachher noch mit dem Bus vom Zoo, der die Leute vom Bahnhof abholt. Ich habe das erste Mal Koalas gesehen. Ich bin gespannt, ob ich irgendwann auch noch in der freien Wildbahn gesehen. Dann hat es so eine Krokodil- und Vogelshow gehabt, wo sie das Salzwasserkrokodil gezeigt haben. Und so Flugshows von Vögeln. Dann hat es einen Känguru noch streicheln. So ein bisschen ähnlich wie bei uns Streichelzoo, wo man so Geissen kann. Zum Beispiel im Walter Zoo. Sie hatten aber so einen Rückzugsort, wo sie zurück, wenn sie keine Lust hatten auf Leute. Was ich noch gut gefunden habe. Ich habe das Gefühl, sie haben Freude gehabt, wenn man es gestreichelt hat. Wieder Koalas. Die hätte man auch streicheln können am einen Ort, aber der gerade dran war, hat sich in den obersten Ecken zurückgekrochen. Ich habe gefunden, er hat wahrscheinlich eher nicht so Freude zum gestreichelt werden. Jetzt noch so in Afrika Teil gehabt, da Lemuren im Wald gesehen sollte. Die waren auf dieser kleinen Insel da unten. Ich sehe es aber jetzt nicht besonders gut auf der GoPro. Dann hat es noch eine Savanne gegeben mit Giraffen, Zebras und Nashörnern. Und am Schluss, zum wieder zurück zum Start kommt, hat es so einen Shuttle gehabt. Und ich dann genommen habe, dass ich es pünktlich zurückgeschafft. Ich hoffe, ihr habt mit dem Video einen guten Einblick in die tolle Wanderung geben können und den australischen Zoo. Falls das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Mich würde es sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst, um mich zukünftig auf meiner Reise und dann wieder bei der Wanderung in der Schweiz zu begleiten. Bis zum nächsten Video.